Aha. Servus, liebe Leute, grüßt euch. Ja, heute geht es um ein anderes Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und das ist also der Schutz der Meeresschildkröten. Diese lieben, netten Viecher, liegen mir so am Herzen. Und vor allen Dingen die Stinkstiefeln, die Fischer graben die Eier über aus, und habe ich das so in Malaysia so extrem erlebt. Und da hat sich in meinem Hirn ein Programm aufgebaut, diese Schildkröten zu schützen. Andererseits muss ich aber auch sagen, es ist bewundernswert, was die malaysische Regierung für den Schildkröten-Meeresschutz tut. Also hervorragend. Jetzt schauen wir erst einmal, was im letzten Video passiert ist. Ich habe euch nochmal über die Plastikflaschenflut in Südasien aufmerksam gemacht. Auf der Insel Redang habe ich ein wunderschönes Wrack entdeckt und es hat mich natürlich sofort ins Wasser gelockt. Wegen des ersten Corona-Lockdowns war ein Landgang nicht erlaubt. Sieht schlimmer aus, wie wir gemeint haben. Deswegen sind wir zu einem einsamen Strand gesegelt. Es ist natürlich wunderbar, wenn man in solchen Paradiesen ankommt. Das tut natürlich saugut. Ja, natürlich genieße ich da ein bisschen die Ruhe, aber dann anschließend zieht es mich sofort ins Wasser. Hat sich die Scheißkiste um 180 Grad gedreht. So ein Scheißdreck. Also, ja. Da geht ja kein Arsch mit. So ein unverständlicher Scheiß. Jetzt, wenn ich mich umlege, dann ganz genau weiß, wie so der Scheiß auf der anderen Seite. Genau. Ja, so ist es. Ah, da ist er so gewöhnlich.
was er bist. Du Dreckscheiße, du Verrückte. Dreckscheiße. Das von der Seite habe ich es auch überhaupt nicht erwartet. Oder sie genau jetzt hat umgedreht. Ist auf nichts ist mehr verlassen, nicht einmal auf die Sonne. Da, schau dir diese Scheiße an. Da habe ich gerade mein Haupt niedergelegt. Eine Lösung finden. Eine Lösung finden! Ja, ja. Wir leiden unter drehenden Winden. So. Jetzt ist aber finster. Das ist mir scheißegal. Da nehme ich ja gleich gar keine Rücksicht. Abgedunkelt. Ja, wir sind also jetzt an der Westseite von Redang, weil sie uns also am Main Jetty haben sie uns davon gejagt, haben uns also nicht an Land gelassen. Ja, und jetzt liegen wir hier an einer traumhaft schönen Westbucht, wo ich also weiß, hier legen Turtles hin. Auf alle Fälle kommen hier dann in der Nacht immer die Ranger und machen eine Markierung genau, wo die Turtle legt in der Nacht, weil die tut tarnen und täuschen. Die macht also nicht bloß ein Loch, die macht 3 Löcher und tut das wieder zufüllen, also man findet die nicht. Und überall tut sie ihre Duftmarken verstreuen, dass die Affen und die Warane nicht wissen, wo muss ich jetzt anfangen. Aber der Ranger, der da drüben aufpasst, weiß genau, wo liegt die. Die Aktivitäten waren also recht groß in der Nacht da drüben. Also wird was los sein und jetzt in der Früh haben wir also schon auch gesehen, dass da sehr, sehr viele Spuren an der Beach hochgehen, also haben viele in der Nacht gelegt. Tarnen und täuschen. Das Loch, glaubt kein Mensch, dass das Ding. Hier ist das Loch. And evening. Evening, 7 o'clock. 7 o'clock. Oh, yeah. I see you. Yeah. You're coming, yeah. Ja, das sind also hier 2 Ranger, die auf diese Beach aufpassen. Und sie sehen abends genau, wo kommt die Turtles an die Beach. Und da verfolgen sie sich, wo legen die Eier. Und diese Eier, wir kommen jetzt in den Eckgarten. Eine Brutstation, wo die ausgesetzt werden, wieder im tiefen Sand. Und nach 50 Tagen kommen die an die Oberfläche und die Ranger setzen die dann aus und in die See und dann schwimmen sie also in ihr Leben. Aber leider Gottes bloß von 1000 überlebt eine.
So, ja, wir fahren also in die nächste Bucht jetzt, da wo also der Main Ranger ist, die große Rangerstation, wo also viel mehr Schildkröten legen als wir hier. Und da ist also die Hatches, wo also die Eier für 50 Tage in ein Gittergehege reinkommen, bis sie dann an die Oberfläche klettern, und dann sind sie natürlich geschützt, weil da kann kein Leguan und kein Adler oder was weiß ich, kein Affe kann da rein. Und so sind sie also sicher, bis sie also dann in ihr Element krabbeln können. So, Jumbo. Ja, wir sind jetzt so da auf einer der Turtle-Stationen von Redang, was meines Erachtens die größte von ganz Malaysia ist, weil hier gibt es so viele Schildkröten, dass ganz aus ist. Und hier kommt die also zum Legen raus, wo wir eine Nacht vorher waren. Da haben die Ranger die Eier ausgegraben und haben sie also dann hierher gebracht und werden hier verbuddelt, weil hier wird aufgepasst. Normalerweise in anderen Stationen kommen die in eine Hatches, also in einen Gittergarten, damit es also von Adlern und naja, von Waranen und Affen nicht geklaut wird. Hier aber, glaube ich, haben die also Abhilfe geschaffen, haben die Warane vergiftet, vertrieben oder irgendwas, sind sie also hier sicher, weil es hier keine Hatches gibt. Gerade haben wir also eine noch gerettet, habe ich also früher schon viele gerettet, in Cosmoledo etc., weil wenn die recht spät nach oben kommen und dann die Sonne rauskommt und der Strand recht lang ist, dann werden die so schnell erschöpft und kommen also nicht ins Wasser und bleiben dann liegen und sind dem Tod geweiht. Nicht? Also die mir jetzt gerade ausgesetzt hat, die war schon also sehr geschwächt, ob die das schafft, weiß ich natürlich nicht. No, we're supposed to do, we're working here 4 days, 4 days a week. 4 days a week? Yes. Okay. So we rotate, we here is 6 people, 6 workers. Okay. There are 2 on leave, 4 left here. So we rotate every 2 days. Okay, okay. So today is, my friend is on leave, so the other person is coming. Then we go in the turtle pitch. The other side. Other side. Okay. Good luck for you. Ich muss danach noch mal googeln mit Schildkröten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit den 50, 52 Tage stimmt und bis zu 200 Eiern. Das musst du mal googeln. Ja, das hier ist also jetzt die Main Station. Das ist die Main Station der Turtelschützer. Und da war ich letztes Jahr hier und da haben sie mir also gesagt, um 3 Uhr muss ich den Strand verlassen haben. Und dann bin ich zurück auf dem Schiff und dann bin ich also nicht weggefahren, weil ich nach Perenzian wollte. Und um 5 Uhr sind dann so junge Mädels, vielleicht 19, 20 Jahre alt, irgendwie so Westler, die da sich wahrscheinlich hier für Free den Turtles gewidmet haben. Und die sind darüber am Stand-up rüber gepaddelt und waren so pappig und so giftig und wollten mich vertreiben.
Da bin ich natürlich schon ein bisschen aggressiv geworden und habe gesagt, wenn es nicht gleich abpasst, ertränke ich dich hier vor meinem Chef. Ne, ich fahre morgen früh hier gleich weg und ich störe keine Turtles und niemanden. Da sind sie dann mit so einer Mine sind sie wieder abgehauen. Viele nehmen sich, also das, was ich auch mit Tauchern erlebt habe in Mosambik, die machen sich so wichtig, ne, obwohl ich immer schaue, dass ich meine Kralle genau in ein Sandloch schmeiße. Ne, weil ich tauche seit 32, also seit, oh Gott, wie lange tauche ich? Seit 60 Jahren tauche ich. Ja. Seit 60 Jahren tauche ich und dann passe ich also genau auf Korallen auf. Und dann kommen so Grünschnäbel und wollen mir also irgendwas weiß machen. Und da geht der alte Seegang natürlich in die Luft, ist ja eh klar, oder? Wer hat den Schnur da oben aufgestellt? Der liebe dort. Gescheit 2 Stück, daneben auch noch. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Jetzt sind wir also in die Nordbucht von Redang gesegelt. Da ist 2 Hotelsanlagen, aber Gott sei Dank ist auf der linken Seite ein Public Beach, wo also nichts hingebaut wird. Wegen Corona war es natürlich dort ganz einsam. Strände sind natürlich vom Feinsten echt traumhaft. Ja, als ich dann da oben in der Nordbucht ankam, sind wir gleich von einigen Schildkröten in Augenschein genommen worden und hatten also recht viel Spaß mit ihnen. Das ist natürlich immer ein schönes Erlebnis. Ja, also so zahme Schildkröten, die liegen mir schon am Herzen, aber manchmal sind sie wirklich ein bisschen aufdringlich. Man muss sie regelrecht wegschubsen. Da sie gleich zu viert gekommen sind, wurde ich also von allen Seiten belagert. Ja, also heute Nacht hat wieder eine Schildkröte ihre Spuren hinterlassen und hat natürlich ihre Eier gelegt. Und wie ich schon einige Mal gemacht habe, tue ich also die Eier, bevor die Diebe kommen, ausgraben und wo an einem anderen Platz, wo keine Spuren sind, da finden sie sie nicht. Und so, weil die kommen hier Nachmittag oder Mittag, kommt irgendeiner rüber mit einem Boot und schaut, wo sind Spuren, und dann in der darauffolgenden Nacht ist schon ein paar Mal passiert, kommt also der Eierdieb und grabt die Eier aus und die werden am Markt dann verkauft. Es ist unverständlich, wieso die Regierung Malaysia hier das erlaubt, dass auf Märkten Eier verkauft werden zu teuren Preisen, obwohl hier überall auf jeder Insel Ranger sind. Natürlich auf dieser kleinen Public Strand hier nicht und so. Das nutzen natürlich diese Banditen und holen sich die Eier. Und wenn die Eier dann für den Eigenbedarf von diesen Fischern
oder von diesen Dieben gebraucht werden, so habe ich Verständnis. Aber wenn sie am Markt dann verkauft werden für teures Geld, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Also hier kam sie also aus dem Meer. Das sieht man am breiten Bauch mit dem breiten Abdruck, wo also quasi die ganzen Eier noch im Sack sind. Wenn man jetzt auf der drüberen Seite schaut, da ist der Eiersack dann leer. Da hat sie in der Mitte drin einen schmalen Kiel. Hier ist er also wieder reingegangen. Wo jetzt nur das größte Loch ist, da sind die Eier nicht. Ne? Aber hier sieht man also, hat sie ihr Nest wieder zugeschaufelt. Und da hat das Nest muss also wahrscheinlich da liegen. Ist also ganz lockere Erde und frisch zugeschaufelt, weil ich Blätter im Sand gefunden habe. Ja, die Schildkröte, die gräbt sich immer 3, 4 Löcher. Ne? Und das beste Loch, da legt sie und die anderen füllt sie wieder zu und macht dann aber anders Haufen. Also die tut richtig tarnen und täuschen. Aber hier ist natürlich ein Ratespiel. Ein Ratespiel. Aber ich habe sie schon zweimal gefunden. Ja, ich hatte also den richtigen Riecher, habe das Netz gefunden und bin jetzt zu einer anderen Stelle gefahren mit dem Ding und habe die Eier wieder neu vergraben. Das lässt mir keine Ruhe. So ein Schweinepriester, Fischer, grabt schon wieder da drüben umeinander, wo die Schildkröte die Eier heute Nacht gelegt hat. Und ich explodiere hier, ich kann da nicht zuschauen. Jetzt gehe ich rüber, mache ich vom Boot ein Foto und mache von ihm ein Foto und melde das beim Government. Ja, also, jetzt habe ich gut gefrühstückt, aber trotzdem habe ich einen seichten Hals, weil ich gleich in der Früh aufgebrochen bin und habe da drüben die
die Schildkrötenspuren verfolgt, wo sie gelegt hat und so etc. Und dann ist so gleich ein Fischer gekommen. Und dieser Fischer hat sich da so getarnt und hat so rumgewühlt im Sand und so. Und ich wusste genau, der interessiert sich nur für die Eier. Dann irgendwann sind wir dann wieder weg. Und ja, dann hat er sich da hinten breit gemacht und hat dann da drüben rumgewühlt und hat sie tatsächlich gefunden. Und dann habe ich so einen Hals gekriegt und bin so rübergefahren, habe den also direkt fotografiert mit dem Sack. In seinem Hemd hat er die ganzen Eier drin gehabt, habe die Bootsnummer fotografiert und ja, und dann habe ich gesagt, ich bin vom Government und du gehst in der Prison. Aber das geht an diesen am Arsch vorbei, verstehst du? Ich habe so einen Hals, verstehst du? Diese Schildkröten sind so geschützt rund um die Welt, überall. Auch hier in Malaysia machen die riesige Aktionen mit Rangern und schützen diese Dinge und dann kommen diese gottverfluchten Fischer. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, was ich Fischer schon Schäden gehabt habe am Boot. Und dann klauen sie, also zerstören sie die Natur auch noch. Also irgendwas funktioniert dann bei denen im Kopf nicht. Es ist halt wie überall beim Mensch. Und der Mensch ist eine Bestie, ist ein Raubtier. Weil das ist Geld, was die kriegen. Und zwar nicht wenig. Für ein Ei ungefähr 1 Euro und die werden offiziell auf dem Markt verkauft. Und das ist das, was ich nicht verstehe hier von der Regierung. Ich bin wie so ein Orang-Utan, ich könnte platzen. Ja, ich schon. Ja, jetzt bin ich also hier im Marienpark, wo nachts diese Schildkrötenbabys ausgesetzt werden und das wollte ich mir letztes Mal anschauen. Warane sind also wahre Kletterkünstler. Die sind also nicht nur Gefahr für die Schildkröteneier, sie gehen so auch auf Vogelnester los und auf Eichhörnchennester, wie man hier sehen kann. Die sind in der Nacht, also die sind am Morgen schon rausgekommen und jetzt werden sie also aufgehoben unterm Tag und nachts werden sie in die See ausgesetzt. Ne, wenn die zu spät kommen, dann würden sie am Strand vertrocknen. How old are you now? 7, 8. 7, 8. Oh, good. Very strong. 7, 8. We are staff for the government, Marine Park. We are under federal Malaysia government. Education, biology, student come. Okay, thank you. Bevor wir die Schildkrötenbabys ausgesetzt haben, bekam ich also noch einen Rundgang durch das Marienpark-Museum. A very rare fish in the sea. The oarfish, they call oarfish. Hier schützen sie also das Wasser aus und setzen also die Schildkrötenbabys an den Strand. Normalerweise rennen sie also schnell ins Wasser und schwimmen davon, aber diesmal waren die irgendwie ein bisschen verträumt. Aber es war trotzdem ein herzergreifendes Erlebnis für mich. Das ist nun das Ende dieses Videos. Ich möchte die Gelegenheit aber noch nutzen, um euch auf Projekte aufmerksam zu machen, wenn auch ihr etwas für Schildkröten und die Ozeane tun wollt. Die Deutsche Meeresstiftung und die Deutsche Stiftung Meeresschutz sind unter anderem auf eure Spenden angewiesen. Besonders imponiert hat mir das noch junge Projekt Ocean Mata. Auf Bali haben sie begonnen, Plastikmüll aufzusammeln und stellen aus dem recycelten Material zum Beispiel Handyhüllen her. Bei Ocean Mata kann man auch schon ab einmaligen 5 Euro die Patenschaft für ein Schildkrötenei übernehmen. Macht's gut, euer Seewolf Gangerl.